Heil und Heiligung sind zwei unterschiedliche Konzepte. Be pursuing righteousness in your life. Jage der Gerechtigkeit nach. And 2, Und zweitens, are you being obedient to your calling? bist du gehorsam in deinem Ruf? One of Jesus' parables Eine der Vergleiche, die Jesus bringt. He talks about a master who's received his kingdom and coming back. Der Meister, der sein Königreich empfängt, wenn er zurückkommt. And how does he find his servants? Und wie findet er seine Diener? He wants to find them simply doing what he's expecting them to do. Er will, dass sie vorfinden, dass sie das tun, was er erwartet, dass sie tun. Just being loyal and diligent into the tasks that they've been charged to do. Dass sie loyal sind und das tun, was er ihnen gesagt hat, dass sie tun sollen. So if Jesus comes back today, Also wenn Jesus heute zurückkommt, are you pursuing righteousness in your life? folgst du der Gerechtigkeit nach? And did he call you to come do DBS? Dann hat er dich berufen, ein DBS zu machen. If you answered yes to both of those, Wenn du beides mit Ja beantworten kannst, you're ready. bist du bereit? Next month, Nächsten Monat, what's God called you to do? wozu beruft Gott dich? And are you pursuing righteousness? Und läufst du der Gerechtigkeit nach? The answer is that simple. So einfach ist die Antwort. And it's whatever your calling is. Was auch immer deine Berufung ist. It could be ministry. Es könnte ein Dienst sein. It could be called to business, Es könnte ein Job sein, ein Geschäft. education, healthcare, arts, Ausbildung, Gesundheitssystem, Künste. whatever God's called you to do, whether it's quote unquote ministry or not. Wo auch immer Gott dich zu beruft, ob es ein Dienst ist oder nicht. Obedience Gehorsam, to what God's called you to do. wozu Gott dich berufen hat. It'll make Jesus happy when you're asked. Wird Gott glücklich machen. And that you are continually working out, matching your spiritual identity of Und wenn being du righteous. konstant daran arbeitest, deine spirituelle Realität da anzugleichen. That's how you're ready for Christ's second coming. So bist du bereit für die Wiederkunft Jesu. No other part of Thessalonians, try to think if someone to hear, just want to do the subjects. That's a pretty big. I think that's the Bahamas, actually. It's stock photo on the Mac, but I think it's the Bahamas. Stuff from the space is not in the prayer house in the Bahamas. Okay, a couple things I'll just touch on very briefly. Also, ein paar Dinge, die wir kurz angehen. This is the Second Thessalonians where he continues to Im build. 2. Thessalonicher, auf dem es weitergeht. At first, Paul says a few things need to happen first before Christ comes. Sagt, ein paar Dinge müssen passieren, bevor Christus wiederkommt. There'll be a wave of rebellion or apostasy. Da gibt es eine große Welle von Rebellion oder Apostasia. And so the Greek word is apostasia, which means defection from truth. Also eine Abweichung, ein Abfall von der Wahrheit. In other words, it's not you resisted truth, it's that you knew the truth and you walked away from it. Nicht, dass du der Wahrheit widerstanden hättest oder sie nicht angenommen hättest, sondern dass du wusstest, es ist die Wahrheit und trotzdem hast du sie abgelehnt. Again, he's dealing with churches who've come to believe but are under persecution, and there's high temptation to go back, to just scrap Christ and go back to living your own road life because it'll be much easier. Und wir sehen hier auch wieder diesen Gedanken von, viele Leute fallen ab vom Glauben, weil sie verfolgt werden und es einfach ein einfacheres Leben ist. And he says he's already taught them about this in person. Und er sagt, dass er ihnen schon persönlich davon erzählt hat. So we don't know exactly what he's taught. Ja, wir haben keine Ahnung, was er da gelehrt hat.
we're getting just his side of the conversation a year or so later. Wir haben nur seine Seite der Konversation und das ein Jahr später. Okay, but I mean, top of my head, I would think, again, persecuted church. Und ich würde so denken, ja, die verfolgte Kirche. Around the whole empire. Um das ganze im ganzen Reich. And an easy temptation to walk away. Und eine große Versuchung, einfach davon zu laufen. And I believe next week you probably touch on that again with Revelation. Und mit Offenbarung geht ihr da wahrscheinlich nochmal ran. Mandy's kind of giving a little nod, so I'll assume that's his. That's right. Manu nickt schon, also wisst ihr es. Okay. The other thing he says, there will be the lawless one. Sagt auch, da wird der Gesetzlose sein. And he says about the lawless one, he's destined for destruction. Dass der für Zerfall, zum Zerfall berufen ist. Oder He exalts himself and sits at the temple. Und erhebt sich selbst und sitzt im Tempel. Again, there's some Old Testament history there. Es gibt alttestamentarische Geschichte da. More of the intertestament period history, I should say. Vielleicht eher das Intertestamentare, also zwischen den Testamenten, der Bereich. Okay. So there's lots of theories who the lawless one is, obviously. Es gibt natürlich ganz viele Theorien dazu, wer der Gesetzlose ist. Oh, we had. Let's see. I'll come back to that, but he exalts himself as the temple. Right, he just says that right now the man of lawlessness is being restrained. Und sagt, jetzt gerade ist der Gesetzlose zurückgehalten. And he's the work of Satan. Und es ist die Arbeit des Werks Satans. Okay, again we have Daniel kind of predicting something like this. Und wir haben das, der Daniel hat sowas schon mal vorausgesagt. We have Vespasian in the intertestament period that literally went into the Jewish temple and sacrificed the pig. Wir haben den einen, der zwischen den Testamenten im Tempel ein Schwein geopfert hat. So we're kind of working off some of that imagery. Und wir arbeiten irgendwo mit dem Bild. So some of the theories of who this lawless one are. So, und hier gibt es ein paar Theorien, wer der Gesetzlose ist. We have Caligula, Nero, and Titus kind of in this time period. Wir haben Caligula, Nero oder Titus als die zeitgenössischen Kaiser. Oh, sorry, I get it wrong. So in the intertestamental period, the guy Antiochus Epiphanes erected an altar of Zeus in the temple. Also zwischen den Dings hat ein Zeus-Tempel aufgebaut im Tempel in Jerusalem. Okay, so Caligula, he too attempted to set up his image in the temple of Jerusalem a decade before this letter. Caligula hat versucht, sein Bild im Tempel aufzubauen, 10 Jahre bevor der Tempel zerstört wurde. So kind of that, again a repeat of that. Also haben wir da irgendwo eine Wiederholung davon. Then you have Emperor Nero. Dann hat man Nero als Kaiser Nero. Many in the 1st and 2nd century believed Nero would have, there was a rumor, and they were afraid he would come back alive from the dead and be the Antichrist. Es gab im 1. und 2. Jahrhundert das Gerücht, dass er erst zurückkommen würde von den Toten und der Antichrist ist. And then Titus, Titus, he will end up destroying the temple in 70 AD. Der wird im Jahre 70 hat dann den Tempel zerstört. And the soldiers honored the insignia of Vespasian at the temple site. The soldiers honored an image or a Okay, seal. und an dem Ort, wo der Tempel ist, haben sie dann die Insignien von Vespa geehrt. And of course, as we move through history, popes have been accused of being the Antichrist. Und natürlich wurden viele Päpste angeklagt, der Antichrist zu sein. Adolf Hitler. Hitler wurde natürlich dafür. Gorbachev with the big mark on his head. Gorbatschow mit der großen Narbe auf seinem Kopf. Soviet Union leader. President Obama. Der Obama wurde gesagt, dass er das ist. We haven't heard Trump yet. Ich habe noch nicht Trump gehört, aber es ist ein noch. He's pretty much accused of everything except that so far. Also bisher wurde er von alles angeklagt. And the list goes on and none of them seem to be
Und die Liste geht weiter und weiter und ja, scheint nicht ganz klar zu sein. Okay? But when you read 1 John 2:18, John says, even now there are many antichrists. Und wenn man jetzt sich Johannes 1. Johannes 2,16 ansieht, dann wird da gesagt, es gibt viele Antichristen. So we don't really know who this lawless one Paul is talking about. Also haben wir keine Ahnung, wer der Gesetzlose ist, von dem Paulus hier redet. Another thing when you look at here is this phrase, he takes a seat in the temple of God. Und wir sehen, dass er hier diese Redewendung ist, er setzt sich in den Tempel Gottes. In current days we have some issues because the temple was destroyed in 70 AD. Ja, und heute, da der Tempel jetzt im Jahre 70 zerstört wurde, haben wir jetzt ein bisschen ein Problem. So this can maybe be taken figuratively as well. Also kann das hier auch theoretisch, kann man das bildlich verstehen. Okay. So obviously there's those who will take this literally. Es gibt diejenigen, die das wörtlich verstehen. And thus there's a theology out there about saying that the third temple in Jerusalem needs to be built Und deswegen gibt es die Theorie, dass der dritte Tempel in Jerusalem gebaut werden muss, in order for this to happen. damit das passieren kann. Again, that's bigger, deeper theology. Das ist natürlich wieder eine tiefere Theologie. But it can be taken figuratively. Man könnte es auch bildlich verstehen. The Greek word here that's used is naos for temple. Das Wort für Tempel hier ist Naos. It is specifically used to reference the holy place in the temple, not the whole temple. Es ist ein spezifisches Wort, das das Heilige im Tempel bezeichnet, nicht den gesamten Tempel. And Paul also uses this word metaphorically in other places. Und Paulus benutzt das Wort auch an anderen Orten als Metapher. Right, especially in Corinthians. Zum Beispiel in Korinther. He says you are God's temple, the church, the body. Du bist Gottes Tempel. But what he's actually saying is you are the holy of holies. Aber er sagt tatsächlich, du bist das Allerheiligste. You are where God resides. Du bist, wo Gott lebt. 1 Corinthians 6. Your body is a temple of the Holy Spirit. Dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Your body is the holy of holies. Dein Körper ist das Allerheiligste. He also uses it in Ephesians. Und auch im Epheser. He says the church body is the temple. Again, this holy of holies. Er sagt hier auch, du bist das Allerheiligste hier. Der Körper ist der Tempel. The other Greek word that you can use for the word temple Das andere Wort für Tempel is Herion, which is referring to the whole temple complex, Und darum geht es den gesamten Tempelkomplex. which is not used here. Und das wird hier eben nicht verwendet. So, Paul talks about the priests who are employed in the temple. Zum Beispiel, es wird verwendet im 1. Korinther, wenn Paulus davon redet, welche Leute im Tempel angestellt sind. And Jesus being in the temple. Oder Jesus, der im Tempel ist. So the temple complex, not the Holy of Holies. Also der Tempelkomplex, nicht nur das Allerheiligste. So you could start talking about where does this guy sit? Also könnt ihr euch fragen, wo sitzt dieser Typ? Be more figurative or metaphorical. Ob das wörtlich oder bildlich ist. So that's your options. Das sind die zwei Optionen. I can't give you an answer. Ich kann euch keine Antwort geben. Nobody really can. Keiner kann wirklich. So, wrestle with it. Da dürft ihr jetzt kämpfen. All right, end of the day though, it says, right now he says he's being restrained. Und er sagt hier, ja, er wird zurückgehalten. So is it Christ? Is it the circumstances? We don't know what's restraining the man of God. Christus oder die Umstände, die ihn zurückhalten? Keine Ahnung. But at the end of the day, the man of lawlessness, whoever he is, Aber letztendlich der Gesetzlose, der auch immer er ist the work of Satan. Er ist die Arbeit Satans. And when Jesus comes, Und wenn Jesus kommt, the man of lawlessness will be revealed before that, but then will be conquered by Jesus. und zeigt sich
Jesus wird ihn offenbaren oder er wird offenbart und weggenommen. Okay? Get that. Alright, there's one quick little issue I'll talk about, we'll move on. So, he has this thing in 2 Thessalonians about says, those who don't work will not eat. Und im Thessalonicher sagt er, die nicht arbeiten, sollen auch nicht essen. Okay, and he gives himself as an example of how he labored and toiled amongst them. Und er gibt sich selbst als Beispiel, wie er gearbeitet hat und sich geplagt hat unter ihnen. Okay, so apparently there's those in the church who aren't working. Anscheinend gibt es die in der Gemeinde, die nicht arbeiten. And they're just living off the generosity of others in the church. Die einfach nur von der Großzügigkeit der anderen leben. So Paul uses himself as an example. Und Paulus nutzt sich selbst als Beispiel. He says, listen, even though I had a right as a Greek teacher to take money from you, I didn't. Er sagt, hey, obwohl ich das Recht hatte, als griechischer Lehrer Geld von euch zu nehmen, habe ich es nicht. Instead, I applied my trade and I supported myself. Stattdessen habe ich mein Handwerk angewandt und habe mich selbst versorgt. So do like as I did. Mach's mal also bitte schön, wie ich es gemacht habe. Now, there's a very real reason why he says this. Und da gibt es einen ganz mächtigen Grund, warum er es sagt. Okay? A few reasons. Ein paar Gründe. One, Erstens, the riots were caused by lazy bums in the marketplace. die Aufstände wurden ausgelöst bei ein paar faulen Säcken, die am Marktplatz rumhingen. These lazy guys sat around the marketplace and debated philosophy all day long. Und diese faulen Säcke haben am Marktplatz rumgehangen und einfach nur Philosophie den ganzen Tag diskutiert. And were pretty much useless. Und waren ziemlich nutzlos. Alright, so he doesn't want the church joining in on that. Und er will nicht, dass die Gemeinde damit macht. For several reasons. Aus mehreren Gründen. One, these guys are going to be sitting around picking up philosophies and then they're going to come bringing these other philosophies into the church. Zum einen, sie werden Philosophien aufgreifen dort und die dann zurück in die Gemeinde bringen und die Gemeinde fördern. When we get to later books, also there will be draining on the resources of the generosity of the church. Und die werden dann die Gemeinde letzten Endes ausnutzen in ihrer Großzügigkeit. They could be using it for people, widows and stuff who can't support themselves. Sie könnten es für Leute wie Witwen und Waisen verwenden, die sich nicht selbst versorgen können. Instead, they're keeping these bums afloat. Und stattdessen müssen sie diese faulen Säcke unterstützen. Yeah. So, again, unfortunately, I've actually heard this phrase, including myself, be used against missionaries living on support. Und ich habe leider das schon gehört, wie dieser Vers gegen Missionare verwendet wird, die auch von Unterstützung leben. That's the wrong application. Und das ist die falsche Anwendung. As long as you're working hard being a missionary. Solange du hart arbeitest als Missionar. Alright, because Paul does get support, Denn Paulus gibt Unterstützung. does encourage support. Er unterstützt Unterstützung. Yeah, but the other principle behind that is, if you are a missionary living on support, don't be a bum. Aber die andere Anwendung dabei ist, wenn du ein Missionar bist und von Unterstützung lebst, sei kein fauler Sack. Because, hey, it's very easy to be like, I got money and it's not tied to what I do, so if you have a slow season, okay, and doesn't affect your income. Es ist nämlich relativ leicht, wenn du dann zu sagen, ja, also ich meine, das ist ja vollkommen egal, was ich mache, ich kriege ja mein Geld. Alright? So you're created by God to cultivate this world, to have domain and to cultivate this world. Ihr seid berufen, diese Welt zu kultivieren und zu herrschen. To keep making it better. Und fortzusetzen, die Welt besser zu machen. To keep bringing His kingdom. Sein Königreich zu bringen. Whether that looks spiritual or not. Ob das spirituell aussieht oder nicht. That's a whole other conversation, but Ganz andere Frage. there's legitimate callings of God that don't seem to have anything to do with ministry. Und da gibt es ganz viele
Sachen, die nichts mit dem Dienst zu tun haben. Bringing beauty, order, health, solving problems. Schönheit, Ordnung, Gesundheit zu bringen, Probleme zu lösen. Even in the secular sense, Selbst im säkularen Sinne. is the inherent call of God on man. Das ist ein großer Ruf Gottes, nicht von Menschen. Okay? So, but anyways, back to this, is don't let people tell you you shouldn't live off sport. Lasst nicht zu, dass Leute euch sagen, ihr sollt nicht von Unterstützung leben. And I've heard Lauren himself say, work hard. Denn ja, Lauren Cunningham sagt, arbeite hart. We need to be working hard. Seid fleißig. Wir müssen fleißig sein. Okay? Alright, again, the ultimate message of this, Und die ultimative Botschaft hier drin hinter ist, when Jesus comes, may he find you living righteously and passion living after God. wenn Jesus kommt, wird er dich gerecht vorfinden oder dass du deine leidenschaftlich seinen Ruf verfolgst. Okay? Unter deine Berufung. That's kind of overview of Thessalonians. Stand up for a minute, stretch, don't go anywhere. Auch jetzt steht mal kurz auf, dehnt euch, geht aber nirgendwo hin. So sieht es in Thessalonich aus. Half party. Should we read it today until on Friday? Because you guys have No, but I was just thinking it might be better for you guys if we get read today until on Friday because then you have Friday to read today. But I mean that's up to you guys. I was just thinking that we don't have to spend the time Because we're also doing our presentation right now, so I'll keep that How are you? Laura, what's up? And Alexis, we might end up not even reading studying on topic, right? We don't see you guys still reading that. on Friday evening. Yeah, usually we're gonna see how. Are you pressing? I mean, we can read it next week because next week we only have. Yeah, but I think you guys. You're pressing. Yeah, we're presenting on Thursday. Some people that Would be fun. Is it Cassie? yeah, let's do No, our core sorry, on workout. Friday, next Friday. Come on, lean back. Yeah. We gotta work. Work. What? I don't know if it's managed you enough nurse. I'll massage you after you do His your core workout. management is working. Alright. No, a little bit lower. Alright, now bring your tail back up. Yeah. Nah, this is more efficient. Hey, I'm here ready to start. Come back. Don't go! Where are you going? Hey. Geh weiter! Put your hands on the head. Yeah, okay, they're leaving right when I'm starting. I'm not gonna tickle you. All right, Sit down, please. carry on. All right. So as mentioned, Wie erwähnt, wie gesagt, Paul is writing from kind of Athens, Corinth area, Paulus schreibt aus der Athen-Korinth-Gegend. after being chased from Philippi to Thessaloniki to Berea. He's now down in Athens. Nachdem er aus Philippi Glauben die Gegend vertrieben wurde. Okay, imagine Paul. He's having a rough time in ministry right now. Stellt euch den Paulus vor, der hat gerade eine ziemlich harte Zeit. He's now alone Er ist allein in Athens, in Athen. having limited success. Sorry for Hat nur not giving wenig you a Erfolg. ticket. And while he's in Athens, he's walking around town. Weil er in Athen ist, läuft er durch die Stadt. And when
when he walks around town, he discovers a city full of idols and philosophers. Und während er durch die Stadt läuft, sieht er eine Stadt voller Götzen und Philosophen. Again, he starts in the synagogues as usual, but also debates with philosophers in the marketplace. Wie üblich fängt er an, mit den Juden zu diskutieren, aber auch mit den Philosophen und ja, genau. Again, Paul's very good with philosophy as well. Er ist ja gut, er kennt sich ja in der Philosophie auch aus. Alright, and he's such a good debater, Und er ist so ein guter Diskutierer. he gets himself an invite to the Areopagus. Er wird zum Areopag eingeladen. AKA, we sometimes call it Mars Hill. Auch der Marshügel genannt. Which is a large rock outcrop next to the Acropolis in Athens. Das ist ein großer Fels neben der Akropolis. If you're standing on Mars Hill, kind of like this, and up here, up high, just to your right, is the Acropolis with all the temples. Also wenn du da stehst, dann ist da rechts oben die Akropolis mit den ganzen Tempeln. And before you and below you Und vor dir und unter dir is another marketplace. ist ein anderer Markt. And this was a very specific agora Und das war ein sehr bestimmter Agora, where you buy your idols. wo du deine Götterstatuen kaufen kannst. They're making and selling idols down below the rock. Die haben gerade vor ihm die Götterstatuen gemacht und verkauft. Okay, now this particular rock, Und dieser bestimmte Fels it was used for different purposes throughout the history. wurde für unterschiedliche Dinge während der Zeit verwendet. They've had different courts there, Sie hatten da unterschiedliche Gerichte, philosophical debates. philosophische Diskussionen, They'd have their council for kind of their education system. ein Rat für ihr Bildungssystem. But at this time, this was the place where philosophers would meet together and to debate new ideas. Aber zu der Zeit war das der Ort, wo Philosophen sich getroffen haben, um neue Ideen zu debattieren. And so Paul bringing this Eastern kind of belief and resurrection was very strange and new and therefore very interesting to these philosophers. Und Paulus hat ein östliches Gedankengut gebracht mit Auferstehung und so. Und das war sehr neu für die Philosophen und daher sehr interessant. And what else you need to know? Was man sonst noch wissen muss. 600 years before Paul is there, 600 Jahre bevor der Paulus da war, a great plague had hit Athens. wurde Athen von einer großen Plage erwischt. And the plague carried on and on and on. Und diese Plage, Pest oder so, ging weiter und weiter. So they had sacrificed to every god they could think of to try to stop the plague. Und die haben an allen Göttern geopfert, an die sie nur denken konnten, um diese aufzuhalten. But it carried on and carried on. They couldn't find the right God to please. Und es ging weiter und weiter und sie konnten nicht rausfinden, wer ist jetzt der richtige Gott, den sie erzürnt hatten. Until they sent for this philosopher prophet by the name of Epimenides. I can't say it. Epimenides. Ja. Danke. Also wir haben dann von diesem Philosophen gehört. It's all Greek to me, as they say. Das ist alles Spanisch für mich. And he came from Crete. Und er kam aus Kreta. And as he entered Athens, he noticed all the gods lining the streets. Und als er nach Athen kam, hat er gesehen, wie all die Götter, die an den Straßen standen. So his conclusion was, Und sein Resultat war, there must be a God they don't know of. da muss es einen Gott geben, den sie nicht kennen. And so he instructed them to make an altar and sacrifice to the unknown God. Und deswegen haben sie einen Altar gemacht und geopfert für den unbekannten Gott. So they make a sacrifice to some unknown God. Also machen sie ein Opfer für irgendeinen unbekannten Gott. The plague ceased and halted and disappeared within a week. Und eine Woche danach hat dann die Plage aufgehört. All right. Now, fast forward 600 years to Paul being there.
Und jetzt 600 Jahre später ist der Paulus da. Paul is highly educated in Greek philosophy and rhetoric. Und er ist gut ausgebildet in griechischer Rhetorik und Philosophie. And he uses this well-known story to connect